Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zur Mathematik, heute mit den angeordneten Körpern. Angeordnete Körper sind nochmal eine Spezialform zu den regulären Körpern, deswegen schaut euch bitte das Video davor an, wenn ihr nicht wisst, was ein mathematischer Körper ist. Wichtig bei angeordneten Körpern, hier nähern wir uns immer mehr den reellen Zahlen an, ist im Endeffekt, dass wir eine neue Relation einführen. Wir stellen also alle Zahlen in eine Art Reihenfolge. Und diese Relation definieren wir mit diesem Zeichen, mit diesem kleiner als, beziehungsweise größer als, wenn wir es umdrehen. Und naja, im Endeffekt, das werden wir auch gleich noch in der Definition sehen, wir dürfen jederzeit das Ganze umdrehen. Okay, und dazu kommen eigentlich 3 zusätzliche Eigenschaften, die wir festlegen, plus dann nochmal ein bisschen was zur Schreibweise, um eben diese angeordneten Körper zu definieren. Also erstmal haben wir diesen Körper K komplett definiert. Und dazu kommen jetzt 3 Eigenschaften. Die erste ist diese hier, die Trichotonie. Trichotonie besagt im Endeffekt, für alle Elemente x innerhalb des Körpers K gilt eine der folgenden 3 Aussagen. Entweder x ist gleich 0, das wäre das erste, oder x ist kleiner als 0, das wäre das hier, oder x ist größer als 0, beziehungsweise da wir ja eigentlich nur diese Relation hier haben, die kleiner als Relation, müssen wir es andersrum schreiben, aktuell noch, bevor wir die Schreibweise definiert haben, also 0 ist kleiner als x. Das sind die 3 Möglichkeiten, die wir haben. Wir beziehen uns hier immer auf das Null-Element. Wir beziehen uns nicht auf irgendein anderes Element, sondern wir setzen jede Zahl nur in Verhältnis zur 0. Und damit können wir eigentlich auch alles erreichen, wie wir gleich sehen werden. Das heißt, x ist gleich 0, klar, das ist die 0 selber, das passiert nicht allzu häufig, ist halt nur mit der 0 so. X ist kleiner als 0, damit haben wir eine negative Zahl und mit 0 kleiner als x haben wir eine positive Zahl. Die nennen wir einfach so. Das wäre theoretisch nochmal was man dazu sagen müsste bei der Definition. Das habe ich euch jetzt hier mal mit Pfeilen veranschaulicht. Positiv und negativ einfach. Okay, die zweite Eigenschaft, die diese Relation kleiner als beherrscht oder hat, ist diese hier, die Monotonie der Addition. Die Monotonie der Addition besagt, für 2 Elemente x und y innerhalb meines Körpers K mit folgenden Eigenschaften. 0 ist kleiner als x und 0 ist kleiner als y, gilt folgendes. Dann ist auch, wenn das hier alles gilt, ist auch 0 kleiner als x plus y. Und das ist wichtig hier zu beachten, denn man hat nicht einfach nur definiert, ja, wenn wir halt 2 Zahlen haben, dann ist 0 kleiner als x plus y. Das kann natürlich nicht immer der Fall sein. Nehmen wir einfach mal in den reellen Zahlen die Zahlen minus 2 und minus 3. Ja? Wenn ich die beiden aufeinander addiere, habe ich minus 5. Das ist definitiv nicht größer als 0, beziehungsweise 0 ist nicht kleiner als minus 5, Entschuldigung. Und dementsprechend muss ich hier vorsichtig sein. Das gilt nämlich nur für die Elemente, die größer sind als 0, beziehungsweise 0 ist kleiner als diese Elemente. Okay, weiter geht's mit der Monotonie der Multiplikation. Das heißt, auch wenn wir multiplizieren, und beachtet hier wieder mal, der Multiplikationspunkt, ja, der wird ganz gerne weggelassen, das schreibt man eigentlich fast nie hin, deswegen steht da einfach nur x mal y, also xy ohne Malzeichen. So, also die Monotonie der Multiplikation besagt eigentlich genau dasselbe wie die Monotonie der Addition, nämlich wenn wir 2 Elemente x und y innerhalb meines Körpers K haben, die beide positiv sind, also 0 kleiner x und 0 kleiner y, dann gilt folgendes: 0 ist auch kleiner als x mal y. Das ist klar für jeden, der mit den reellen Zahlen schon mal gerechnet hat, aber formell müssen wir es eben trotzdem noch festlegen, damit wir eben diese Relation kleiner als definieren können. Und das sind alle 3 Eigenschaften, die wir hier brauchen. Diese Eigenschaften führen dazu, dass wir einen ganzen Haufen Eigenschaften daraus herleiten können, aus diesen 3 Dingen eben. Da können wir zum Beispiel die Transitivität herleiten oder was mit negativen Zahlen passiert oder was mit Quadrat passiert, also wenn wir Zahlen quadrieren, oder was mit dem 1-Element passiert oder. Beziehungsweise wir können es auch teilweise festlegen und dann eben definieren. Wichtig ist aber hier noch eine Sache zu sagen, und zwar,
diese Schreibweisen hier, das sind nochmal 3 Schreibweisen, die sich eigentlich relativ intuitiv anfühlen, wenn man schon mal mit kleiner oder größer als gearbeitet hat. Trotzdem brauchen wir sie. Und formell möchte ich sie euch eben auch einleiten, damit ihr wisst, wovon ich rede, wenn ich von Dingen eben rede. Also, wir haben einmal, wenn wir schreiben, 0 ist kleiner als y minus x, ja, wichtig ist dieses Minus hier, dann können wir mit einer Operation ganz einfach das x auf die andere Seite drauf addieren. Das dürfen wir tun, das heißt, wir können hier einfach auf beiden Seiten plus x schreiben und dementsprechend verschwindet das minus x hier drüben auf die andere Seite. Dann steht da x kleiner y, ja. Und das ist jederzeit machbar. Was für uns natürlich auch bedeutet, jetzt können wir plötzlich 2 Zahlen jederzeit in Verhältnis miteinander setzen. Das heißt, wenn hier steht 0 kleiner 5, dann steht hier im Endeffekt auch sowas wie 0 kleiner 10 minus 5, ja. Und dementsprechend kann ich aus 0 kleiner 10 minus 5 auch herleiten, okay, ich mache auf beiden Seiten mal plus 5, dann steht da nämlich 5 kleiner 10, ja. Weil ich habe im Endeffekt gerade aus 0 kleiner 5 eben auf beiden Seiten 5 drauf addiert und dann darf ich also auch schreiben, 5 ist kleiner als 10. Das heißt, einfach nur dadurch, dass ich weiß, dass eben 0 kleiner ist als 10, weiß ich auch, dass 1 kleiner ist als 6 oder 2 kleiner ist als 7 und so weiter und so fort. Ihr versteht meine Denkweise hier. Wir können uns daraus im Endeffekt all die anderen Zahlen herleiten. Das heißt, wir müssen es tatsächlich nicht für mehr Zahlen definieren, außer für eben die Nullen. Das heißt, wir setzen alles nur in Relation mit der Null. So, was wir auch schreiben, ist meistens eben nicht nur dieses kleine als, weil 0 kleiner x ist irgendwie weird. Normalerweise spricht man es auch nicht so. Normalerweise würde man sagen, x ist größer als 0. Das heißt, wir haben eine Zahl, die größer ist als 0. Und in dem Fall sagen wir einfach nicht mehr 0 kleiner x, sondern x größer 0 eben. Das ist einfach das Zeichen umgedreht und das dürfen wir auch jederzeit machen. Wir müssen eben nur die beiden Seiten vertauschen. Das heißt, wenn hier plötzlich steht 5 kleiner 10, dann dürfen wir auch nicht einfach das Zeichen umdrehen, ohne irgendwas anderes zu machen, sondern wir müssen eben die beiden Seiten auch tauschen. Also 10 kleiner 5 wäre ja offensichtlich falsch, dementsprechend müssen wir das Zeichen auch noch tauschen und sagen, 10 ist größer als 5. Das dürfen wir dann wiederum machen. Okay, und die letzte Schreibweise, die habe ich auch ein bisschen abgekürzt hier, und zwar x kleiner gleich 0. Das ist so ein separates Zeichen, das muss man auch irgendwie mal kennen. Es ist ein kleiner als Zeichen mit einem Strich drunter und bedeutet im Endeffekt entweder x ist kleiner als 0 oder x ist gleich 0. Ja, das kann beides sein. Da sagen wir einfach nicht fest, was da Sache ist, sondern es kann eben beides sein und das ist für uns fein. Das Ganze gibt es auch als größer als Zeichen. Das heißt, wir können natürlich auch sagen, x größer gleich 0. Dann ist eben x entweder 0 oder eben größer als 0. Und ich glaube, das ist relativ intuitiv. Und ja, bedarf nicht wirklich einer zusätzlichen Erklärung. Trotzdem möchte ich es hier mal formal eingeführt haben, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Und vor allem diese Namen hier vorne, die solltet ihr mal gehört haben. Trichotonie, Monotonie der Addition, Monotonie der Multiplikation. Damit kann man immer schön argumentieren, wenn es in die Klausur dann am Ende reingeht. Cool, alles klar, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.